Ich wollte mal über Pfingsten sprechen. Pfingsten ist für viele Tag des Friedens, Tag der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Oder wie Marx sagte, Religion ist die Opium des Volkes. Materialismus des Volkes, das heißt, Religion ist notwendigerweise erforderlich, da wir immer mehr in unseren Tätigkeiten entfremdet sind und nicht von fremdbestimmt werden vom Kapital als Ware oder hier bei uns vom Arbeitgeber. Wenn wir sagen Opium vom Volk, dann übernehmen wir unsere Logik des Idealismus, die von Aristoteles erfunden wurde und und Aristoteles war der Lehrherr 330 vor Christi vom Alexander den Großen. Er unterschied zwischen richtig und falsch, falsch und richtig, wahr und unwahr. Und diese Dialog wird auch von der anglikanischen Kirche, sprich von den Obergurus Donald Trump und so weiter, verfolgt, die auch noch sogar glauben, die Erde würde aus Schlamm, wie es die Koranverse sagte, aus Lehm geformt, die Menschen aus Lehm geformt und die Erde aus Schlamm. Und in 7 Tagen wurde sie errichtet. Das ist absoluter gegenläufiger Schwachsinn. Dialektische Logik lässt aber dagegen alle Informationen zu. Dialektik versteht die Notwendigkeit in der Dialektik, heißt unsere Realität in unserem Leben. Wobei die Möglichkeit, alles was uns verhindert, was wir nicht bekommen, das ist der Idealismus, der bürgerliche Idealismus, das ist unsere Staatsform. Unsere Staatsform ist ja jetzt sogar die Republik. Wir haben laut UNO ungefähr kurz über 200 Republiken weltweit, von denen nur 7 noch feudale Königreiche sind. Trotzdem gibt es etwa 80 faschistische Republiken. So muss man sie nennen. Nicht populistische, faschistische. Denn faschistisch bedeutet etwas anders. Populär kann man nicht begründen, sondern Bejahung der Gewalt ist die Aufgabe der Populisten. Rassismus wollen die Populisten. Die wollen ihr Land als Patrioten behalten in ihrer Sprache und Kultur und wollen mit anderen Menschen nicht in Kontakt treten. Obwohl durch das internationale Kapital dieses immer mehr vorangetrieben wird. Und jeder, der ein bisschen historische Ahnung hat, sieht, dass das so ist. Aber jetzt mal weiter. Wie ist die Entwicklung der Religion? Etwa 18.000 vor Christi haben sich die Menschen niedergelassen. Dort begannen langsam Bestattungsrituale. Man wollte nicht mehr wie die Tiere den Leichen den wilden Tieren überlassen, wie es vorher war, sondern man fing an, sie zu begraben oder die Schädel zu sammeln oder sie zu verbrennen. In dieser Zeit gab es auch sehr viele Venusfiguren, das heißt auch die ersten Abstraktionen, und das ist des Transzendalen, das ist die Religion, die Abstraktion des Nichthabenden, der Möglichkeit. Diese Erfindung der Verhinderung durch die kapitalistische, durch die Slaven, damals durch die Sklavengesellschaft und durch die feudale Gesellschaft und tendenziell, der Handel begann noch nicht, der begann das erst später, ab 1800 vor Christi. 8000 vor Christi war das noch stärker mit den weiblichen Muttergöttinnen, weil einfach die Landwirtschaft 80% der Produktion, vor allem in Asien oder weltweit war. Zu der Zeit, 8000 vor Christi, da hatten wir vielleicht 1 Million Menschen in Europa, nach heutigen Schätzungen. Also noch sehr wenig, denn 16.000 vor Christi war die letzte Eiszeit, da war Europa unbewohnt. 4000 vor Christus gab es die ersten steinernen Gräber, aber schon von Männern. Die Autokratie zerstörte langsam matriarchate Strukturen. 2400 gibt es den ersten Nachweis eines vergöttlichen Menschen, eines theoistischen, den sogenannten Giva-Menschen. Und man begann Zeichen in Steinen zu hauen, in Höhlen mal, und die ersten Schriften zeigten sich.
1400 vor Christi gab es den Tutanchamun, der die Sonne und das Sonnensystem mit dem Fernrohr schon, man schaffte es schon aus Glas, ein Fernrohr zu basteln, und mit dieser Kombination konnte man den Mond und auch weitere wie Jupiter, Mars und Merkur beobachten. Und man machte diese zu Göttern, und der Hauptgott war eben die Sonne. Und mit dieser Sonne war die erste Abstraktion von Gott gegeben. Als dann danach Sparta, die Griechen etwa 1000 vor Christi, die ersten Kämpfe mit Athen, die Stadtkämpfe, so entstanden die ersten Reiche in Griechenland. In der griechischen Religion gab es Halbgötter und Menschengötter. Das heißt, es war auch möglich, Götter zu heiraten. Man sah direkt die Abstraktion seiner täglichen Arbeit, indem man Vergöttlichung bedeutet dann zum Beispiel Kunst, die Entstehung der Kunst. Kunst war vorher nicht erforderlich gewesen, denn Kunst ist nur eine Abstraktion, die erst erforderlich wird durch die Fremdbestimmung im Kapitalismus. Auch die Juden, die in Gefangenschaft beim Pharao sind in Ägypten, übernehmen diese religiöse Ansätze und bringen sie in ihre Tora, in ihrer Neuformulierung etwa 2 vor Christi in eine terroristische Religion. Zwischendurch gab es nochmal 500 vor Christi eine Gegenbewegung, die aber eigentlich nicht bis Europa, das war der Buddhismus, die mit dem dialektischen Idealismus versuchte, diese ganzen Verschriftlichungen und Festlegungen und vor allem diese Abstraktionen, dass man ja schon um diese Zeit sagte, Gott ist der Autor, der uns das schreibt. Und wenn wir etwas aufschreiben, was die Menschen selbst erfanden, würde Gott ihnen sagen. Da sieht man einfach die Begründung, dass Religion nur eine Erfindung, also Opium des Volkes ist, es ist nur eine Erfindung. Und der erste Versuch, diese brutale Gewalt im Feudalismus, in den Raubkriegen, in der Sklavengesellschaft und dann im Feudalismus zu stoppen, war die Römische Republik. Sie gründete sich ursprünglich, da fängt das eigentlich an, mit dem Vorsatz der Gewalt. Der Vater war der Krieg. Es war Mars, der Vater von Romulus und Remus. Und schon in der Konkurrenz, wo sie Rom begründen sollten, erschlug Romulus Remus. Also die Brüder erschlugen sich gegenseitig. Und das charakterisiert eigentlich unsere Gesellschaft bis heute. Die absolute Brutalität, nur die Arbeit hat Vorrang gegen jede Menschlichkeit. Jeder Mensch, der sich dem entgegenstellt, wird erschlagen. Man formulierte die ersten Gesetze und veränderte auch, da der Krieg an erster Stelle trat, der Raubkrieg, brauchte man mehr Soldaten. Bis jetzt hatte man die Römische Republik, also bis von 700, war die ja schon bis davor, und jetzt bis zur Gründung der Republik 500 vor Christi hatte nur die adlige Schicht die Soldaten gestellt und die reichen Bauern. Jetzt kam es dazu, dass die immer noch diese stellen mussten, aber ja nicht in der ausreichenden Zahl vorhanden war, weil ständig Raubkriege geplant war. Und deswegen fing man an, Soll zu zahlen an Arme und lockte sie damit, wie heute es man auch in den USA macht, nach dem gleichen Prinzip. Damit sie für den Staat kämpfen. Gleichzeitig versuchte man für allgemeine Aufgaben und auch für Kämpfer, wenn das möglich war, durch Zwang, die erbeuteten Menschen als Sklaven für Soldaten zu nutzen und mit Versprechen, indem man ihnen nach so und so vielen Dienstjahren Land gewähren wollte. Also Sklaven und eigene Menschen und Sold. Und dann später
Und dann noch 150 Jahre später stellte man auch in Rom die ersten Berufsheere auf, die man mit Raubgeld bezahlte. Zu dieser Zeit, das habe ich ja schon erwähnt, dann sind wir jetzt bei 330 ungefähr, also hatte man in Rom sich mit Karthago mehrfach beschäftigt. Also man hatte Italien erobert, im Norden etwas erobert und war jetzt mit der afrikanischen Küste dran. Gleichzeitig eroberte Alexander der Große, der Mazedonier, in Asien Richtung Osten bis zum Indusfluss, wo er mit 32 Jahren, leider durch eine Krankheit, was man nicht genau weiß, verstarb. Das Reich zerfiel, obwohl es unter seinen Freunden aufgeteilt wurde. 27 vor Christi hatte die Republik, die Römische Republik, die jetzt schon mit Caesar hatte Gallien erobert und Hadrian war bis zum Hadrian-Wahl vorgestoßen, das heißt bis Schottland, hatte England erobert. Und in England gab es noch Widerstand, genau, 45 war das. England erobert, ja. Und den Rhein als Grenze gezogen und eben auch jetzt das Osmanische Reich erobert und die Perser bis Persien vorgedrungen, wo man dann geschlagen wurde. Und so konnte man Palästina, Syrien und man hatte Kleopatra, die sich mit einem Kaiser verheiratet hatte Caesar, dann die Ägypter erschlagen, die Griechen, Kleopatra war ja damals die Griechen, denn die Macht in Ägypten wurde von Alexander dann installiert und die Griechen, und der Kleopatra wurde dann von den Römern wieder erschlagen und wieder erobert. Zu der Zeit hatte man auch Probleme, auf einen Kaiser zu fixieren, weil es immer Widersprüche gab, doch schon weil das Reich einfach zu groß war, das in der Verwaltung. So wurden dann Heilige, Cäsare und Augustus, die wir aus der Bibel kennen, der Erhabene. Es war ja eigentlich Octavian, der damals herrschte, und nicht Kaiser Augustus. Augustus war nur der Erhabene, er war Alleinherrscher, und Caesar war der Imperator. Also diese Titel waren zu vergeben. Um mal diesen Zustand nochmal darzulegen, möchte ich einen Ausschnitt aus der Zeitung vorlesen vom 22. Mai. 22. Mai 337. Das Ende Konstantin des Großen. Konstantin der Große hatte 31 Jahre über Rom geherrscht, davon 13 als Alleinherrscher. Dann starb er mitten in den Kriegsvorbereitungen gegen das persische Sassanidenreich am 22. Mai überraschend. Mit dem Tod des christlichen Kaisers, der noch auf dem Totenbett getauft worden war, begann eine Mordserie durch die hohen Militärs, die dynastische Erbfolge durch Konstantins Söhne sichern wollten. Beinahe die gesamte weitermännliche Verwandtschaft Konstantin fiel dem Attentat zum Opfer. Konstantin hatte schon ab 317 seine 4 Söhne Crispus, Konstantin II., Konstantinus II. Und Konstanz zu Cäsaren erhoben. Crispus ließ es jedoch später töten. Die Hintergründe sind bis heute nicht eindeutig geklärt. So ging es dazu. 335 ernannte der Kaiser seinen Neffen Damatius zum 4. Cäsaren und wich damit von den direkten erblichen, das stimmt hier nicht genau, das lese ich gerade durch, es war nämlich Neffe, stimmt, gegen den Willen des Militärs. Vermutlich schwebte ihm eine Tetrarchenherrschaft, das heißt 2 Cäsaren und 2 Augustus-Kaiser für die Zeit der eigenen Todes vor. Die Mordserie nach seinem Ableben überlebte jedoch nur die 3 leiblichen Söhne. Viele Quellen machen vor allem Konstantinus II. Dafür verantwortlich, seine Verwandten getötet zu haben. Wer aber letztlich die Morde befohlen hat, ist unklar. Die Brüder teilten das Reich zunächst unter sich auf. Nach mehreren Konflikten und einem Bruderkrieg wurde der letzte Überlebende Konstantin II. Alleinherrscher über das spätantike Römische Reich. Also es ging schon ziemlich ins Eingemachte.
Nach Konstantin, der Kaiser versuchte wieder die Götter einzuführen, aber 384 kam, ich glaube, wie hieß er jetzt, Christophorus und begründete, erhob die christliche Religion zur Staatskirche. 384 nach Christi. Gleichzeitig 379, 381, 384 gab es schon den ersten Bischof von Rom. Also es gab bis heute 38 Gegenpäpste, das sollten wir nicht vergessen. 590 wurde das Papsttum gesetzlich verankert durch Gregor. 1054 kam es zur Kirchenspaltung mit der orthodoxen Kirche. Es war eigentlich ganz einfach, weil im Osten Konstantinopel ein ganz separates Reich herrschte und das westliche römische Reich schon zerfallen sei, denn zu der Zeit herrschten schon die Alvaren nicht mehr, und Rom war zerstört worden und Westrom existierte nicht mehr. 1197 machte man sich zum Stellvertreter auf Erden, oder man kann auch sagen zum Leiter des Konzerns katholischer Kirche und zum Pontifex Maximus. Das war ein Titel der Oberpriesterin der Römer. Das zeigt schon alles. 1197 zog man nach Avignon um, weil die Franzosen die Macht über die Päpste übernahmen. 1377 ging es dann wieder zurück nach Rom. Bis 1409 hatte man 2 Päpste und man führte ein super Leben. Denn nach Konstanz zum Konzil 1414, 4 Jahre lang, ging man mit 800 Huren und 2 Päpsten. Und der Kaiser hatte Jan Hus versprochen, der Direktor der Prager Universität war, der ersten Universität in Europa, und die gleichen Gedanken wie Luther vertrat und die katholische Kirche massiv kritisiert hat, mit ihm zu diskutieren. Aber es kam zum Gegenteil. Jan Hus wurde genau als erste Hexe verbrannt. Diese Verbrennung der Hexe sind in Deutschland ungefähr 600, die meisten übrigens europaweit. Jeder, wer eine andere Meinung hatte, wurde verbrannt. So können wir uns ja eigentlich freuen. Das macht Erdogan ja nicht, er steckt sie erstmal nur weg. Aber da bin ich schon früher mal drauf eingegangen, da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Aber es folgten natürlich andere, die wir viel kennen, oder in Europa folgt der 30-jährige Krieg, aber vorher gab es noch den Erasmus von Rotterdam, den Martin Luther, den wir alle kennen, den Herrn Zwingli und Johannes Calvin. In dem Aufsatz in der Zeitung wurde Pfingsten als recht wunderlich, das ist auch der Widerspruch. Der Glaube ist heute wunderlich und wird immer unglaubwürdiger, auch mit der Rationalität nach der Aufklärung des bürgerlichen Denkens. Interessant ist, dass Feuer und Flamme, also Gewalt, als frohe Botschaft interpretiert werden und plötzlich alle die gleiche Sprache sprechen sollen. Und Frieden als kollektives Erlebnis predigen die Kirche plötzlich zu Pfingsten, obwohl sie genau wissen, dass der Kapitalismus, dass die Realität, die Notwendigkeit, in der wir leben, nur auf Individualismus aus ist. Der Individualismus ist die individuelle Arbeitskraft, die nur der Arbeitnehmer verkaufen kann. Und das zerstört sämtlichen Kollektivismus. Deswegen können auch die individuellen Herrscher terroristische Akte oder faschistische Mordorgien vollführen. In China entwickelt man jetzt einen Katalog der Verhaltensweisen, wie man sich zukünftig im Dorf verhalten soll. Man will also alle Menschen das gleiche Verhalten aufzwingen in einer Art kollektiven Verhaltenstherapie. (1994) hatte Johannes endgültig beschlossen, die Frauen zu entlassen. Ebenfalls wurde das Zölibat zwar schon festgeschrieben um 600 für Bischöfe, aber erst um 1100, um 1200 durchgesetzt in der römisch-katholischen Kirche, nicht in der Orthodoxie, denn die Orthodoxie, da blieb nur das in den Bischöfen. Da war nur
und das wird auch weiterhin aufrechterhalten. Ähnlich wie das nicht Auto fahren dürfen im Islam bei den Wahhabisten in Saudi-Arabien. Die Männer werden nur als Heilige in der Bibel interpretiert, obwohl Maria Magdalena die einzigste war, die die Auferstehung Jesus beobachtet haben soll. Und sie und auch Maria war bei der Ausschüttung neben den Jüngern beim Heiligen Geistes ebenso vorhanden. Aber ich möchte jetzt mit dem Thema aufhören. Ich weiß nicht, ob ich genügend Argumente gebracht habe. Ich glaube nur, dass dieser Individualismus, das ist das Wichtigste nochmal, was viele nicht so, da sollte jeder für sich selbst überprüfen. Wie er sich selbst nur zum reinen Individualisten ändert. Meiner Meinung nach, in meinem Leben stelle ich das sehr stark fest, bei meinen Kindern, bei meinen Enkeln, dass der Individualismus immer mehr zunimmt und auch die Gewalt, ihn durchzusetzen. Und der Kollektivismus immer schwächer wird. Und die Gewalt ist ja sowieso die Regel in unserem System. Deswegen hat auch dieses parlamentarische 4-Jahres-Wählsystem für mich keine Zukunft. Es ist ein System, das faschistische Normen prägt und damit auch den Terrorismus selbst erzeugt. Und wir können auch nicht ablehnen, wenn man zum Beispiel wenn eine Gruppe zum Beispiel sagt, nicht westlich leben, in Nigeria, dann müssen wir uns damit intellektuell auseinandersetzen. Aber wir tun es einfach nicht. Wir tun das Gleiche wie bis zum 18. Jahrhundert. Wir erschlagen einfach die Leute vom Islam, wir bekämpfen sie kriegerisch und halten sie klein. Wie zum Beispiel in Kuwait, in Libyen, im Irak und in Syrien, im Libanon und jetzt die Israelis als Modell bei den Palästinensern, indem sie sämtliches Land klauen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt wissen wir auch, wofür dieses Opium oder diese Droge wichtig ist, damit wir ja nicht aufmucken. Wie hieß das noch zu meiner Zeit? Schlucken und nicht mucken bei den Arbeitern. Am Wochenende gibt es Bier und Schnaps satt beim Grillen. Okay Leute, tschüss.